Was zunächst wie ein einfacher Verstoß gegen die Vorschriften für Scheibentönungen aussah, entwickelte sich zu einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit auf der Interstate 20. Die Georgia State Police, die mit der Polizei von Atlanta zusammenarbeitete, entdeckte den als gestohlen gemeldeten weißen Ford Fusion mit dem Kennzeichen SCC 509 auf einem Parkplatz am Martin Luther King Jr. Drive. Das Fahrzeug verließ während der Verfolgung durch zivile Einsatzkräfte den Parkplatz und fuhr in östlicher Richtung davon. Als eine der Einheiten das Fahrzeug wegen einer Verletzung der Vorschriften zur Scheibentönung anhalten wollte, bog der Fahrer auf den Westland Boulevard ab und begann mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Der Fahrer ignorierte rote Ampeln, überholte Fahrzeuge in falscher Fahrtrichtung und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Wohngebiete. Anschließend bog er von Osten her auf die Interstate 20 ab und erhöhte damit die Gefahr. Als die Verfolgungsjagd auf die Autobahn verlagert wurde, beschlossen die Streifenbeamten taktisch einzugreifen, um mögliche Todesopfer zu vermeiden. TFC Matthews führte das erste PIT-Manöver durch. Obwohl der Fusion gegen die Leitplanken prallte, hielt er nicht an und setzte seine Fahrt fort. Nach dem zweiten PIT-Manöver wurde das Fahrzeug jedoch durch die Leitplanken gestoppt. Juwan Jackson, der auf dem Fahrersitz saß, stieg aus dem Fahrzeug aus und begann, in ein Waldgebiet zu fliehen. Mit Unterstützung des K9 Loco, der Georgia State Police und des Hubschraubers Phoenix wurde Jackson bis zur Eisenbahnlinie verfolgt. K9 Loco konnte ihn kurzzeitig festhalten, verlor jedoch aufgrund des abschüssigen Geländes die Kontrolle. Während die Verfolgung weiterging, nahm ein anderer Polizist Jackson mit einem Taser 7 in einem Waldstück fest. Ein Vorfall während einer Routinepatrouille von Trooper Mulvey von der Florida State Police führte zu einer wilden Verfolgungsjagd mit einer Geschwindigkeit von 190 km und einem schweren Unfall. Als er auf der State Road 829 in westlicher Richtung unterwegs war, bemerkte er einen schwarzen Ford Mustang mit weißen Streifen, der gefährlich zwischen den Fahrzeugen hin und her schlängelte. Obwohl der Streifenwagen seine Blaulichter und Sirenen einschaltete, gab der Fahrer statt anzuhalten Gas und versuchte zu fliehen. Der Fahrer wurde später als Alejandro Garcia Estrada identifiziert. Während der Flucht fuhr das Fahrzeug im Zickzackkurs über die Straße und den Seitenstreifen, verursachte mehrere Beinahe-Unfälle und erreichte eine Geschwindigkeit von über 190 km.
Die Verfolgungsjagd setzte sich fort, bis das Fahrzeug auf die Ausfahrt Northwest 122nd Street abbog. Estrada hielt jedoch nicht an der roten Ampel und kollidierte an der Kreuzung mit einem weißen Fahrzeug. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Mustang und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Als Trooper Mulvey am Unfallort eintraf, näherte er sich dem Fahrzeug mit gezogener Waffe. Der Fahrer schien bewegungsunfähig und war im Fahrzeug eingeklemmt. Mithilfe eines außer Dienst befindlichen Miami-Dade Sheriff Deputies, der sich zu diesem Zeitpunkt am Tatort befand, wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Nach seiner Befreiung wurde er jedoch aggressiv und begann sich zu wehren. Da sich der Verdächtige trotz der Intervention nicht beruhigte, wurde er mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt. Der festgenommene Alejandro Garcia Estrada wurde in den Streifenwagen von Trooper Hernandez gebracht. Doch auch in Gewahrsam zeigte er kein angemessenes Verhalten. Er bot Hernandez Bestechungsgeld an und behauptete, er habe Geld in der Stadt, um freizukommen. Der Verdächtige wurde zur medizinischen Untersuchung nach Jackson West gebracht und anschließend in das Turner Guilford Night Gefängnis überführt. Gegen ihn wurde ein Gerichtsverfahren wegen zahlreicher Vorwürfe eingeleitet. Am Unabhängigkeitstag verwandelte sich die Interstate 530 in eine Rennstrecke. Der Senior Sergeant Bob Love von der Arkansas State Police wollte einen violetten Dodge Charger mit einer Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde anhalten, der hinter ihm herfuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde als John Robert Stevenson Jr. identifiziert. Der Fahrer war zuvor wegen eines Verkehrsverstoßes auf dem US Highway 65B angehalten worden, hatte sich jedoch für die Flucht entschieden. Stevenson überholte Loves Streifenwagen auf der linken Seite, erhöhte seine Geschwindigkeit und löste damit eine regelrechte Verfolgungsjagd aus. Das Fahrzeug erreichte zeitweise eine Geschwindigkeit von 255 Kilometern, wechselte von der rechten Spur auf den Standstreifen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die höchste von Love gemessene Geschwindigkeit betrug 158 Meilen, also 254 Kilometer. Kurz darauf verschwand Stevenson aus dem Blickfeld und die Verfolgung wurde eingestellt, da man annahm, dass er die Ausfahrt Jefferson NCTA genommen hatte. Doch damit war die Sache noch nicht zu Ende. Während die Streife die Suche in der Gegend fortsetzte, kam eine Meldung aus der Zentrale von Troop E, dass dasselbe Fahrzeug am 7-Meilen-Punkt der Interstate 530 erneut gesichtet worden sei. Diesmal übernahm Trupp A die Verfolgung. Westbound to Service Road, speed over 100. He's back on the interstate. Back on the interstate? Whoever's primary, keep them updated. Left lane, come up to the 124 westbound. 10-4. 88 primary. 10-4, 88. If there's anybody west of us that can get some time, come in and show the way. 10-4. I'm getting on the third road now. Still on the third road, 30 westbound. We are passing into PDASP Benton.
10-4. Red Dog, vehicle overturned. Nach einer langen Verfolgungsjagd durch die Bezirke Pulaski und Saline verunglückte das von Stevenson gefahrene Fahrzeug. Der Verdächtige wurde am Unfallort festgenommen. Gegen John Robert Stevenson Jr. wurden zahlreiche Anklagen erhoben, darunter Flucht mit hoher Geschwindigkeit, gefährliches Fahren, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Nichtbefolgung polizeilicher Anweisungen. 26 block, this should have started at 10:16, but be sure they rear-ended somebody. Am Morgen des 4. Juli 2025 wurde eine ruhige Autobahn zum Schauplatz einer plötzlichen Verfolgungsjagd. Um 7:58 Uhr schaltete Trooper James R. Reed von der Arkansas State Police seine Blaulichter ein, um einen Buick Encore zu stoppen, der mit 74 Meilen pro Stunde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Meilen pro Stunde auf dem US Highway 167 überschritten hatte. CFS received. CFS comments headed. Die Fahrerin, eine 54-jährige Frau namens Patricia N. Daniel, entschied sich jedoch, statt anzuhalten, zu fliehen. Pull over. Hey! Pull your car over. Trotz aller Warnungen von Trooper Reed verlangsamte das Fahrzeug zwar seine Geschwindigkeit, hielt aber nicht vollständig an. Auch die Aufforderungen, über die Lautsprecheranlage an den Straßenrand zu fahren, blieben ohne Erfolg. Als die Fahrerin ein anderes Fahrzeug überholte und die Spur wechselte, begann eine offizielle Verfolgungsjagd durch die Polizei. 10-4, 8 o'clock. That's great. Try to let him directing it. That 15, you think he's just not seeing you? It might be a male, you can tell. Looks like he's purposely ignoring them, getting up beside him and yelling at him on PA. About to call 1037 here in just a minute. Pull over. Yeah, you can go ahead and show me 1037. He's getting the left lane. One all units that's direct for it at 15. Are you southbound? Yeah, 10-4. Trying to get some traffic off the thing. Got a little bit of traffic behind him. Get this traffic back on the TBI. 10-4, I'm heading to the Fort. CFS comments headed. CFS comments. Reed wartete auf die richtigen Bedingungen, setzte die TVI ein und brachte das Fahrzeug kontrolliert von der Straße ab. Nach diesem Manöver prallte das Fahrzeug gegen Reeds Fahrzeug, wurde weggeschleudert und sicher am Straßenrand zum Stehen gebracht. Die Fahrerin Patricia Daniel wurde am Unfallort festgenommen und in die Haftanstalt von Dallas County gebracht. Die Frau machte keine Angaben zu den Gründen für ihre Flucht und weigerte sich bei der Vernehmung auszusagen. Es wurde noch kein Polizeibericht zu dieser Verfolgungsjagd in Arkansas veröffentlicht. Der Fahrer schaffte es, die Grenzen der Polizei auszureizen, aber es endete nicht gut für ihn.
Das Fahrzeug war ein weißer Ford Mondeo. Während der Flucht fuhr er mehrmals auf den Standstreifen und gefährdete durch seine Zickzackfahrt andere Verkehrsteilnehmer. Woodrow and Landon heading northbound. TBI was unsuccessful. Woodrow. Der Fahrer schaffte es nicht, eine scharfe Kurve zu nehmen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Polizisten nutzten diese Gelegenheit für einen ersten Einsatz, aber der Fahrer fand einen Weg zu entkommen. Oh, no, we ain't going everywhere. TBI unsuccessful. Die Polizisten nutzten einen günstigen Moment und stoppten das Fahrzeug mit einem zweiten PAIT-Manöver. TBI. Ein Autoraub, an dem 2 bewaffnete Frauen beteiligt waren, führte zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 210 km auf der I-75. Das Fort Myers Regional Communication Center wurde durch eine Meldung des Lee County Sheriff's Office alarmiert. Es wurde gemeldet, dass ein schwarzer Mitsubishi Eclipse mit dem Kennzeichen 64 CPS in der Nähe des Belle Belvedere in Fort Myers von 2 blonden Frauen mit Waffengewalt gestohlen worden war. Eine der Frauen wurde als tätowiert und groß beschrieben, die andere als kleiner. Es wurde angenommen, dass einer der Angreifer eine Pistole vom Kaliber 38 bei sich trug. Ein Streifenpolizist, der auf der I-45 in der Nähe der 100-Meilen-Markierung patrouillierte, entdeckte einen Mitsubishi, der dem beschriebenen Fahrzeug entsprach. Gleichzeitig befand sich ein ziviler Streifenwagen aus Collier County hinter dem Fahrzeug. Nachdem das Kennzeichen überprüft worden war, wurde in der Nähe der 91-Meilen-Markierung eine rechtmäßige Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit und begann zu fliehen. Das Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von 210 km/h, fuhr auf andere Fahrzeuge auf und kam mehrfach über den Seitenstreifen hinaus, wodurch es zu mehreren Unfällen kam. Es wurde eine offizielle Verfolgung eingeleitet, die dem Kommunikationszentrum in Fort Myers gemeldet wurde.
Vor dem Unfall meldete ein Zivilbeamter aus Collier County, dass während der Fahrt ein schwarzes Objekt aus dem Beifahrersitz geworfen worden sei. Dieses Objekt wurde von Streifenpolizisten in der Nähe der Meilenmarkierung 90,2 gefunden und zum Unfallort gebracht. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine 32 Smith & Wesson Pistole in einem schwarzen Holster, die mit 4 Kugeln geladen war. Die Waffe wurde von Trooper Martin beschlagnahmt und zur Polizeistation in Fort Myers gebracht. 794, Mike. Vehicle southbound, did not exit. Yeah, it's simple. Als das Fahrzeug die 79-Meilen-Marke erreichte, verlor es die Kontrolle, als es versuchte, den vom Collier County Sheriff's Office aufgestellten Reifenpannengeräten auszuweichen. Das Fahrzeug prallte gegen Stahlbarrieren, schleuderte und kam dann teilweise auf der Straße zum Stehen. Die Fahrerin Stacy Rebecca Lee stieg aus dem Fahrzeug aus und folgte der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen. Die Beifahrerin Pryor Miranda Lee ergab sich ebenfalls. Beide Frauen wurden mit Handschellen gefesselt und in den Streifenwagen gebracht. Aufgrund des Unfalls wurden Rettungskräfte zum Unfallort gerufen und beide Verdächtigen wurden per Hubschrauber zum Gulf Coast Medical Center in Fort Myers gebracht.